in Finnland gibt es ein Netzwerk an Shelterplätzen, also solchen Kotas oder solchen Lavos wie da drüben. Und es ist der ideale Platz, um einmal unterm Feuer oder im Lagerfeuer Brot zu backen. Und wie das funktioniert, dass man ein frisches Brot selber im Lagerfeuer macht, das zeigen wir euch jetzt. Der erste und vielleicht wichtigste Schritt ist ein großes, gut brennendes Lagerfeuer zu entfachen. Denn um einen backofenähnlichen Zustand zu erreichen, brauchen wir sehr viel Glut. Als nächstes können wir eine gute Handvoll Kerne anrösten. Dieser Schritt ist optional, bringt aber gute Röstaromen in das Brot. Die Kerne sind geröstet. Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Für den Hefeteig erwärmt man etwa 200 ml Wasser, bis es handwarm ist. Es darf auf keinen Fall heiß werden, das würde nämlich die Hefe zerstören. Man nimmt in etwa die Hälfte des lauwarmen Wassers und löst 1/3 eines Hefewürfels im Wasser auf. Das restliche Wasser hebt man für später auf, denn falls der Teig zu trocken wird, kann man hier noch etwas nachgeben. Für den Geschmack solltest du mindestens einen Teelöffel Salz hinzufügen. Alle weiteren Gewürze wie Kümmel, Fenchel oder Anis, also die klassischen Brotgewürze, sind optional. Nun füllst du den kleinen Topf zu etwa 3/4 mit Weizenschrotmehl, gibst die gerösteten Kerne hinzu und verknetest die Zutaten zu einem Teig. Die Hefe hat nun Zeit aufzugehen. Dadurch wird der Teig etwas aufgelockert und das Brot wird nicht ganz so fest. Der fertige Brotteig schaut jetzt so aus. Der muss jetzt ungefähr eine halbe Stunde gehen. Bei Raumtemperatur, nachdem es da bei uns 6 Grad hat, stellen wir den ein bisschen zum Feuer und hoffentlich aufgehen und größer werden und den Topf füllen. Schauen wir, was so in einer halben Stunde drinnen ist. Und damit das Brot nicht anbrennt in der Glut, nehmen wir einen großen Topf mit ein bisschen Wasser. Und da kommen jetzt flache Steine rein. Und da stellen wir jetzt den kleinen Topf drauf, ohne Deckel. Und dann kommt der Deckel vom großen Topf drauf. Dann stellen wir es in die Glut, kommt ein bisschen Glut oben drauf, damit es so richtige Hitze auch von oben gibt. Und dann ist hoffentlich in 30 Minuten unser erstes Brot fertig. Durch die 2 Töpfe können wir so tatsächlich sehr backofenähnliche Bedingungen für das Brot kreieren. Welche Töpfe wir nutzen und welches Equipment wir sonst noch zum Brotbacken brauchen, steht in der Infobox oder auf unserem Blog www.saddlestories.at/brotbacken. Dort kannst du das Rezept und die Anleitung noch einmal in Ruhe nachlesen. Boah, das schaut so richtig gut aus. Oben schön braun. Ich glaube, wir müssen es jetzt rausholen. Um sicher zu gehen, dass das Brot durchgebacken ist, einfach draufklopfen. Wenn es hohl klingt, ist es fertig. Die Backzeit variiert zwischen 30 und 50 Minuten, je nachdem, wie stark deine Glut ist. Das riecht richtig gut. Jetzt werden wir es gleich mal umstülpen und rausholen. Und... Oh mein Gott, ich bin so stolz. Oh, wie cool das ist. Also uns schmeckt das Brot richtig gut. Es war relativ viel Aufwand, aber es lohnt sich. Und es ist halt einfach ein Erlebnis für sich. Man muss sich die Zeit nehmen. Es ist ein richtiger Prozess. Man braucht wirklich viel Glut und viel Feuer. Aber irgendwie ist es halt dann voll das coole Gefühl, wenn man am Ende sein selber gemachtes Brot aus dem Lagerfeuer hat. Und ja, probiert es aus und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch dabei gegangen ist. Ob es funktioniert hat oder ob es anbrennt ist, ob alles geklappt hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.